Wir leben in einer Zeit kollektiver Veränderungen. Und mit einhergeht eine große Orientierungslosigkeit. Die Menschen haben ihren Halt, ihre Hoffnung und Selbstbestimmtheit verloren. Doch glücklicherweise gibt es auch jene Menschen, die genau deshalb jetzt hier sind und wirklich helfen können. Und so einen Menschen haben wir heute eingeladen. Wer er ist und was er tut, das erfahren wir jetzt. Matrix Cleaner, zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Said Habibzadeh. Ich freue mich, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich habe es gerade schon versucht, so ein bisschen zu ummanteln. Wir steigen heute ein in ein Thema, das, ich glaube, wirklich jeden betrifft. Wir leben in ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Zeiten. Doch bevor wir jetzt einsteigen, würde ich dich gerne zitieren. Du bist ja Autor, spiritueller Lehrer, nennst dich auch selbst Matrix Cleaner, da gehen wir dann später drauf ein. Und mich hat dieses Zitat sehr berührt. Du hast gesagt, jedes Herz findet Liebe, Frieden und innere Ruhe durch Wahrheit und ein selbstbestimmtes Leben, Selbstverwirklichung. Was bedeutet das für dich, selbstverwirklicht leben? Ich bin der Auffassung, dass jeder von uns ein göttliches Wesen ist, absolut vollkommen, unvorstellbar intelligent und wunderschön. Jeder von uns. Jeder von uns ist ein Genie, hat geniale, unglaubliche Fähigkeiten, Möglichkeiten. Jeder von uns wird mit Antworten geboren. Das heißt, mit Fragen kommen wir nicht hierher, sondern mit Antworten. Die Antworten sind in uns gespeichert und mit diesen kommen wir in diese Welt, um unsere eigenen Antworten zu erleben, zu erfahren. Wir kommen hauptsächlich in diese Welt, um uns selbst zu erfahren. Und je nach Inkarnation ist ein anderer Schwerpunkt. Einmal ist man ein Schriftsteller, dann ist man ein Tänzer, dann ist man ein Komponist oder ein Politiker. Wir machen unterschiedliche Erfahrungen. Und der Schwerpunkt von jeder Inkarnation legen wir lange vor der Geburt fest. Dementsprechend inkarnieren wir bei einer bestimmten Frau, bei einem bestimmten Mann, in einer bestimmten Kultur und geografische Bedingungen und so weiter. Und wenn es uns gelingt, diesen Schwerpunkt zu erfüllen, also den Lebensplan, den wir uns selbst erstellt haben, zu erfüllen, dann finden wir Ruhe, Frieden und Glückseligkeit. Und alles andere, das sind Dinge, Ruhe, Frieden und Glückseligkeit sind Dinge, die ich nur für mich selbst machen kann. Alles andere wie Erfolg, wie Reichtum, Geld, tolle Menschen, das sind alles Reaktionen der Welt auf uns. Du bist ja in Teheran geboren, in einer Künstlerfamilie, und du scheinst ja viele Talente in einem zu verbinden. Also du hast ja wahrscheinlich mehrere Leben jetzt zusammengepackt in dieses und spitzt es im wahrsten Sinne des Wortes zu. Kann man das sagen? Absolut, da liegst du absolut richtig. Es wundert mich auch manchmal, wie ich die Genehmigung bekommen konnte, so viele Dinge auf einmal in einer Inkarnation verwirklichen zu wollen. Und sei es Musik, sei es Schreiben, sei es zu Menschen sprechen oder Heilung zu geben, Menschen aus der Matrix rauszuholen. Das sind alles Möglichkeiten, die durch Gnade Gottes mir gegeben worden sind, die ich einsetze, um anderen zu dienen, für andere da zu sein, ihnen zu helfen, Antworten zu geben, Lösungen zu geben, Ausweg zu zeigen und dass sie auf eigene Beine stehen. Also mein Schwerpunkt ist immer, ich sage immer, wahre Hilfe ist geistige Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, streng genommen kann niemand niemandem helfen. Niemand kann niemanden heilen. Niemand kann niemanden glücklich machen, reich oder arm machen. Das macht der Mensch selbst, mit sich selbst, für sich selbst. Nur ich zeige den Weg und ich mache genau das einfacher, leichter. Was befähigt dich denn, das zu tun? Also woher diese Gabe? Gab es da ein Erlebnis oder hast du schon als Kind gespürt, dass du eine Art Sprache verkörperst, die Menschen anhebt? Das ist interessant, dass du das so formulierst, weil ich wollte eigentlich immer ein normaler Mensch sein. Ein ganz normaler Mensch. Heiraten, Kinder kriegen, arbeiten gehen, alles, was normalerweise Menschen tun. Und bei mir hat nie irgendetwas funktioniert. Wirklich nie. Deswegen bist du Profi geworden auf dem Gebiet. Ich habe wirklich
alles versucht. Ich habe versucht, auf normale Art und Weise glücklich zu werden, reich, erfolgreich, Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften. Nie hat es funktioniert. Und ich habe sehr darunter gelitten, weil ich ein Teil dieser Welt sein wollte und nicht konnte. Bis ich verstanden habe, dass erstens das Wort normal, also für mich ist die deutsche Sprache eine göttliche Sprache. Und normal heißt, alle werden in eine Norm gepresst. Und die Menschen denken auf dieselbe Art und Weise, agieren und reagieren auf dieselbe Art und Weise. Sie haben dieselben Ängste, sie haben dieselben Wünsche. Das heißt, die Menschen leben nach kollektiven Vorlagen und nicht nach eigenen Entscheidungen. Auch wenn die meisten den Eindruck von sich haben, dass sie individuelle Entscheidungen treffen, muss ich leider sagen, ist das eine Illusion. Die meisten Entscheidungen mittlerweile ist auch neurobiologisch bewiesen, dass die meisten Entscheidungen, die wir Menschen am Tag treffen, nach Vorlagen getroffen werden und nicht nach eigenen individuellen Überlegungen. So, also habe ich irgendwann erkannt, es ist eigentlich ein großes Glück, wenn ich nicht in diese Norm reinpasse. Und dann war die Frage, okay, wenn ich nicht normal bin, was bin ich dann? Wie soll es weitergehen? Was bin ich für ein Mensch? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Was ist meine Aufgabe? Und als ich angefangen habe, das zu erforschen, oder besser gesagt, mich zu erforschen als Individuum, dann diese Erkenntnisse, die gekommen sind, haben wirklich alles komplett verändert. Und wenn du nach Zeitpunkt fragst, dann war das, würde ich sagen, also diese Bewusstheit, dass ich kein normaler Mensch bin, gab es immer, schon als ich laufen lernen wollte. Und es gibt viele, die in dieser Welt sind, sie merken, dass sie besonders einzigartig sind und dass sie enorm nicht reinpassen. Viele, sehr viele und immer mehr zum Glück. Aber der eigentliche Zeitpunkt war Sommer, genauer genommen Ende August 2003. Was ist da geschehen? Das ist das erste Mal, dass ich jetzt öffentlich darüber rede, aber weil ich darüber nicht reden wollte. Aber da bin ich gestorben. Ich lag in meinem Bett und habe deutlich gespürt, dass etwas passiert, was nicht so gut ist und dass ich meinen Körper verlasse. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich dabei bin zu sterben. Dann habe ich mich von meiner Familie gedanklich verabschiedet, von meinen Freunden. Und dann war ich weg. Und ich habe mich von oben gesehen und ich schwebte und habe diese Schwere von meinem Körper nicht mehr gespürt. Ich war irgendwas Schwebendes. Und dann war ich irgendwo. Ich weiß bis heute nicht, wo ich war. Aber ich war irgendwo und irgendjemand hat mich gehalten. Ich lag auf dem Boden wie nach einem Unfall. Und irgendjemand hat von rechts mich gehalten. Vom Gefühl würde ich sagen, ein weibliches Wesen. Und um uns herum standen einige Personen, die weiß ich bis heute auch nicht, wer die waren. Aber sie waren sehr, sehr besorgt und sehr traurig. Ich habe nicht verstanden, warum oder wo bin ich, was ist passiert. Und dann kam jemand und das war ein Mann. Und anhand der Reaktion von den Beteiligten konnte ich erkennen, das scheint eine besonders außergewöhnliche Persönlichkeit, ein hohes Tier zu sein, in diesem, was auch immer das war. Weil sie also auf einmal stramm gestanden haben, nicht mehr miteinander geredet haben und nur mich angeschaut haben. Und er sprach auf eine Art mit mir, die ich bis dahin weder gehört noch gefühlt hatte. Er war Aber in du hast es mir. verstanden. Ja. Ja. Er war in mir und dann hat er angefangen zu sprechen und er sagte, du hast ein egoistisches, selbstsüchtiges Leben geführt und hast deine Aufgabe nicht erfüllt. Und deshalb bist du jetzt tot, du bist gestorben. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst zurück oder du gehst weiter. Egal wie du dich entscheidest, wir werden dich lieben und begleiten wie bis jetzt, ob du zurückgehst oder weitergehst, aber du musst die Entscheidung jetzt treffen. Ich habe einen Augenblick darüber nachgedacht, habe gedacht, zurück wohin? Mein Leben, da stimmt ja gar nichts. Also aus der aktuellen Perspektive zurückschauen, da gab es nicht einen einzigen Grund, warum ich zurückgehen soll. Und ich habe den Mund aufgemacht, wollte sagen, ich will weitergehen. Und er hat gesagt, bedenke nur, wenn du nicht zurückgehst, werden all jene, die auf deine Hilfe angewiesen sind, vergebens warten. Und dann hat er mit der Hand so hingezeigt und ich habe eine ewig lange Schlange von Menschen gesehen,
die so hoffnungsvoll mich angeschaut haben. Da konnte ich gar nicht anders. Und ich habe wörtlich gesagt, nicht für mich selbst, aber um diesen Menschen zu helfen, sie da rauszuholen, gehe ich zurück. Und dann hat er gelächelt, die anderen haben so aufgeatmet, die waren so erleichtert. Und im nächsten Augenblick war ich in meinem Körper. Ich habe mich nicht getraut, mich zu bewegen, weil ich nicht wusste, darf ich das? Darf ich mich jetzt bewegen oder nicht? Habe erst mal mit meinen Fingern jetzt ein bisschen so experimentiert und dann meinen Körper angefasst und ich war wirklich da drin. Irgendwann habe ich die Augen aufgemacht und ich verarbeite es immer noch. Das sind 20 Jahre jetzt her. Ich verarbeite es immer noch und ich lerne immer noch was daraus. Mit welcher Gabe bist du denn dann aufgewacht? Also offensichtlich hast du ja vorher nicht gewusst, was dein Auftrag ist. So ist es, ja. Und dann gab es ja eine Veränderung. Also mit meinem aktuellen Bewusstsein würde ich sagen, ich befand mich in der Matrix wie alle Menschen. Ich habe ein sinnloses Leben geführt wie alle Menschen. Also niemand kommt mit einem sinnlosen Lebensplan in diese Welt. Jedes Leben macht Sinn, aber die meisten erfüllen diesen Sinn nicht. Und ich wusste von Gott nichts, ich wusste von Christus nichts, ich wusste von Auftrag nichts. Ich hatte mich mit Spiritualität überhaupt nicht beschäftigt, gar nicht. Und ab da habe ich angefangen zu verstehen, zu lernen. Ich bin, das ist meine Formulierung, ein Schüler Christi geworden. Und damit meine ich nicht den Christus, den es in der Bibel oder in der Kirche gibt oder sowas. Nein, er hat mit all dem nichts zu tun. Womit hat er denn zu tun? Mit der Wahrheit unmittelbar. Was bedeutet das, unmittelbar sein? Unmittelbar bedeutet, wir brauchen Mikroskope, um etwas zu sehen, Teleskope, um in die Ferne zu schauen. Wir brauchen immer irgendwelche Instrumente, um etwas zu sehen, etwas zu verstehen. Und unmittelbar bedeutet ohne Instrumente. Und diese Fähigkeit haben wir alle. Das heißt, du bist jetzt in der Lage, unmittelbar, mittelbar, vermittelnd, ja, zu sehen, zu fühlen. Ja. So eine Art Hellfühligkeit, Hellsichtigkeit, Sofern es, wenn man es so nennen mag. Sofern ich es darf, sofern es gut ist, sofern derjenige mir das erlaubt. Also ich sehe viel, aber ich mache die Augen zu. Weil eigentlich ist die Wahrheit eine Daueroffenbarung. Alles ist offenbart. Alles. Also die Wahrheit versteckt sich nicht. Nur aber in ihrer Frequenz dann. Man muss die Wahrheit auch verkraften können. Und ich konnte es nicht am Anfang. Ich wollte das alles auch nicht glauben, was ich da gesehen habe. Zum Beispiel, dass die Menschen in Gefangenschaft leben. Und dass als Beispiel jetzt, wenn ich über Matrix sprechen darf, Politik, Wissenschaften, wie sowas wie Psychologie, Hypnose, Esoterik, Religionen, das sind alles Bestandteile von Matrix. Heiraten, Kinder kriegen, also alle Heiligkeiten, die die Menschen haben, sind nicht von Menschen gemacht und sind Bestandteile von der Matrix, um die Menschen von der eigentlichen Wahrheit abzulenken. Was wäre denn, wenn die Menschen die Wahrheit als fundamentales, wahres Wissen oder wenn sich das Wissen offenbart als Wahrheit, dann würden sie ein selbstbestimmtes Leben leben und das ist nicht gewollt? Also sind wir wirklich ferngesteuert, können wir das so sagen? Absolut. Absolut. Ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, wenn man zum Beispiel die erfolgreichsten Popsänger sich anschaut, egal aus welchem Land. Man macht bestimmte Substanzen in Klimaanlage und die Leute atmen das ein. Und dann, das ist wie eine Droge, die Leute sind euphorisch, sind glücklich, sind harmonisch, sie weinen und sind friedlich und genießen das Leben und bringen das, weil sie nichts anderes sehen, das mit dem Popstar auf der Bühne in Verbindung. Und wenn irgendwann steht, dass dieser Popstar auch noch mal da und da ein Konzert hat, rennen sie alle dahin, weil sie glauben, dass das mit der Musik zu tun hat oder mit der Person. Und das ist nicht der Fall. Wer oder was steuert uns dann? Und aus welchem Grund? Welche Kräfte sind hier am Wirken? Das ist nicht einfach zu beantworten, aber ich versuche es mit meiner Formulierung. Das sind
sagen wir Kräfte, die vor etwa 5 Milliarden Jahren sich von Gott abgewandt haben und wollten und wollen immer noch eigene Welt ohne Gott aufzustellen. Also sie versuchen eine eigene Welt aufzustellen und geben diese eigentlich gescheiterten Plan nicht auf. Sie geben es nicht auf und versuchen es immer noch. Was sagst du zu zu diesen Sätzen wie, wir sind jetzt auf der Reise nach 5D, wir sind noch in 3D, wir sind im Aufstieg, ja? Wir sind wirklich im Aufstieg. Nur auch das versucht man auf eine andere, so wie Züge zum Beispiel, man leitet sich von irgendeiner Zentrale, die Schienen irgendwie minimals, das fällt gar nicht auf, minimals und dann statt Leipzig landest du in Budapest, ohne dass man es wirklich merkt. Das ist das, was man mit 5D und aufgestiegene Meister und Reiki und Yoga und so weiter. Ich habe viele Jahre mich darüber aufgeregt, was in dieser Welt los ist, was für Menschen sich Heiler nennen und was da wirklich passiert. Oder Speaker und so weiter. Und irgendwann habe ich verstanden, sich aufzuregen bringt nichts. Ich muss Menschen aufklären. Mein Auftrag ist nicht, mich darüber aufzuregen, sondern darüber zu schreiben. Und aktuell schreibe ich über diese Sachen. Woran erkenne ich denn, dass ich in einer Matrix, in einer Form Programmierung feststecke? Gibt es da Anzeichen? Eigentlich ganz einfach. Wenn der Mensch etwas tut, das heißt etwas verneint oder bejaht, und er entfernt sich immer mehr von sich selber, dann ist das Matrix. Na, die meisten wissen aber gar nicht, wie es sich anfühlt, sie selbst zu sein. Genau, deshalb bin ich in dieser Welt. Das heißt, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe, die mich nur jetzt kurze Zeit glücklich machen und in 10 Minuten oder 2 Tagen nicht mehr, dann sind das Tricks der Matrix. Wenn ich also richtige, glückliche, vernünftige, intelligente Entscheidungen, wie wir sie auch nennen wollen, wenn wir diese Entscheidungen treffen, werden wir immer glücklicher. Immer. Das heißt, das ist also nach oben gibt es keine Grenzen, so wie nach unten. Wir werden immer glücklicher, friedlicher, wir werden ruhiger, reicher. Uns geht es einfach besser. Wir werden schöner, wir werden göttlicher. Kurz gesagt, wir werden göttlicher. Du nennst dich ja selbst auch auf deiner Homepage Matrix Cleaner, ja, also du gibst Seminare und Matrix Cleaning Sitzungen oder wie du es nennst. Was genau machst du da? Also wenn jemand kommt, also steht ja auch drin, das ist eine ganz eigene, noch nie dagewesene Form der Fernheilung. Und kannst du uns kurz ein bisschen erklären, wie deine Arbeit aussieht? Also in erster Linie, ich bin kein Heiler. Ein Mensch kann einen anderen Menschen nicht heilen. Das ist völlig unmöglich. Ein Mensch kann auf einen anderen Menschen keine Energie übertragen. Das ist auch unmöglich. Jeder wird mit seiner eigenen, das ist jetzt meine Formulierung, adressierten Energie geboren. Und diese Energie macht nur bei ihm selbst Sinn, nicht bei anderen. Der Mensch macht sich selbst arm, macht sich selbst reich, glücklich, unglücklich, krank, gesund, das macht er selbst. Nur ich gebe den Menschen diese Möglichkeit. Zum Beispiel, etwas, was ich am liebsten mache, ist, dass ich die Fremdenergien entferne. Das heißt, alles, was die liebe Oma gegeben hat oder Opa oder Mutter, Vater, Geschwister, Lehrer, Sexpartner, mit denen man hatte, was bei Sex passiert, wenn die Menschen das wüssten, würden sie sich nicht mehr gegenseitig anfassen. Oder zumindest nicht mit jedem, ja, sondern nur mit denen, die es passen. Da wären sie sehr viel wählerischer, besonders Frauen. Und darüber werde ich auch ein Buch schreiben, was überhaupt Sexualität ist oder was Weiblichkeit überhaupt ist. Das weiß auch keiner in dieser Welt. Und Männlichkeit und so weiter. Also ich entferne Fremdenergien, weil sie Sabotageprogramme haben, weil sie Energie von einem abzapfen an diejenigen, die gegen Gott gerichtet sind, weil von Gott bekommen sie keine Kraft. Also versuchen sie irgendwo anders Energie zu bekommen, was auch eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, aber die geben nicht auf. Also wenn man keine Energie übertragen kann auf jemand, aber abziehen kann man.
wenn wir unseren eigenen Fokus auf diese Energien richten und ihnen sie freiwillig geben, weil wir verführt wurden. Kann man das so sagen? Weil einfach so kann ja keiner abziehen, wenn wir klaren Bewusstseins wären. Also die meisten Menschen sind Energieräuber, ohne sich dessen bewusst zu sein. Zum Beispiel Menschen, die viel reden, Menschen, die viel jammern, Menschen, die Negativdenker sind, Menschen, die einen überhaupt gar nicht fragen, wie es einem geht. Das heißt, sie vertreten eigene Interessen. Das sind nur Beispiele, Merkmale, wie man Energieräuber erkennen kann. Aber die Energie, die sie klauen, bleibt ja nicht bei ihnen. Das sind wie Agenten der Matrix, obwohl sie es gar nicht mal wissen, geschweige denn das bewusst machen. Und die Energien bleiben nicht bei ihnen, sondern landen da bei denen, die eigene Welt ohne Gott aufstellen wollen. Also das ist ziemlich komplex. Aber ich versuche es so einfach wie möglich zu sagen. Du sagst also das landet bei denen. Sind das die oberen 10.000, wie man sagt? Oder sind das dämonische Kräfte, die immer nur im Hintergrund sind? Also früher hat man auch gesagt, der Teufel. Aber im Grunde sind das einfach nur Kräfte, die nicht in Erscheinung treten, die wir einfach nicht kennen und nicht wissen, was sie sind. Also die Kräfte, die sich gegen Gott gerichtet haben, haben sich die letzten 5 Milliarden Jahre sehr gut organisiert. Also es gibt massive Unterschiede zwischen satanischen Kräften, dämonischen Kräften, teuflischen Kräften. Was sind die Agenten? Was machen sie? Mittlerweile können sie sich unsichtbar machen. Die sind da und man sieht sie nicht. Ich meine nicht als Seele, sondern als Wesenheiten. Es ist wirklich viel los in dieser Welt. Und für meine Verhältnisse sage ich jetzt schon zu viel, aber was zum Beispiel nachts mit vielen Frauen passiert, während sie schlafen, das kann sich wirklich keiner vorstellen. Zum Beispiel, nur ganz kurz, so ein Anreißer? Weil ich bin jetzt neugierig. Zum Beispiel, dass sie sexuell ausgenutzt werden. Sie waben sich an den weiblichen Körpern und Seelen, wenn sie schlafen. Oder während des sexuellen Aktes. Auch, genau. Das heißt, der Mann schläft mit der Frau und die Frau hat viel Energie, zum Beispiel wenn sie Löwe ist von Sternzeichen, wenn sie Widder ist, Schütze und je nachdem welche Kraft. Und der Mann schläft mit ihr, aber er hat davon nichts, weil andere Wesen an ihm dran sind und eigentlich schlafen die mit ihr und nicht er. Und die Frauen spüren das, aber sie ignorieren das. Sie schieben das zur Seite. Das ist ein Thema, was wir wirklich ein andermal besprechen, oder? Absolut. Aber das ist wirklich hochinteressant und ich glaube, dass auch viele Frauen es wirklich bewusst wahrnehmen, aber weil noch nie einer darüber gesprochen hat, halten sie sich für verrückt, ja, oder Richtig. Spinnerei. Richtig. Viele Frauen wachen morgens auf und sie fühlen sich so, also sie empfinden, Frauen sind ja unglaublich wie eine Radaranlage. Sie können sehr viel wissen, fühlen und so weiter. Davon können wir Männer nur träumen. Und wenn sie morgens aufwachen, spüren sie, irgendetwas ist an ihnen anders. Irgendetwas in der Nacht ist passiert. Und da hast du recht, dann denken sie, sie sind verrückt und reden mit niemandem darüber. Aber es ist wirklich wichtig, dass sie das wissen. Und du bist fähig, das zu sehen und was passiert dann? Also wir haben ja gesagt, Selbstbestimmtheit ist das Ziel. Du beleuchtest diesen Weg, ja, dass der Mensch zurückkommt zu seiner wahren Essenz, um wirklich seinen Lebensplan zu erfüllen. Das ist dein Auftrag. Ein Teil davon. Ah, okay. Aber du machst diese Matrix sozusagen, ja, du hilfst durch die Matrix zu kommen, auszusteigen. Kann man das so sagen? Dass sie sie selbst sind. Ja, weil in der Matrix gibt es nur genormte Dinge. Genormt, Liebe ist genormt, Partnerschaft ist genormt, Sexualität ist genormt. Für alles gibt es eine Norm. Aber außerhalb der Matrix ist der Mensch einzigartig. Da gibt es keine Norm, überhaupt keine. Also Individuum und unteilbar. Also er ist nicht. Absolut. Ja, okay. Absolut. So wie der Mensch ist, also er ist einzigartig. Seine Art zu denken ist einzigartig. Sein Lebensweg ist einzigartig. Und sein Glück ist einzigartig. Das bedeutet, das ist auch etwas, was mich immer aufgeregt hat, ein Helfer, der falsche Helfer, Speaker, Coach, wie man es auch nennen will. Das sind Menschen, die auf die Bühne gehen und die Aufmerksamkeit von Menschen auf sich selbst lenken. Damit zappen sie schon Energie ab für jemand anders.
Aber der aufrichtige Helfer ist jemand, der die Aufmerksamkeit der Betroffenen auf sich selber lenkt. Immer wieder sie dazu bringt, sich selber zu erforschen, statt irgendwelche tolle Sprüche zu klopfen, sondern dass die Menschen anfangen, sich selbst einfach mal zu analysieren, versuchen, sich selbst zu verstehen, versuchen, sich selbst in Frage zu stellen, wer bin ich? Was bin ich? Wie würde ich auf solche Fragen antworten? Wo gehöre ich hin? Mache ich die richtige Arbeit? Habe ich die richtige Frau, den falschen Mann? Habe ich richtige Kinder? Zum Beispiel, niemand stellt seine Kinder in Frage. Dass die Leute sagen, kann man denn überhaupt falsche Kinder kriegen? Meine Antwort ist ja, die meisten kriegen die falschen Kinder. Und das ist auch die mögliche Erklärung darauf, warum es keine glücklichen Familien gibt. Und auch unglückliche Kinder überwiegend. Absolut, absolut. Das heißt, ein sehr wichtiger Bestandteil von Matrix ist, dass die Menschen falsche Arbeit machen. Dass die Menschen mit dem falschen Mann, mit der falschen Frau zusammenkommen, mit dem falschen Sex haben, dass bloß nicht die Richtigen zusammenkommen. Und wenn sie sich kennenlernen, wird alles getan, um die Beziehung zum Scheitern zu bringen. Wirklich alles. Da gibt es eine komplette Palette von Tricks, die die Matrix nutzt, um bestimmte Tricks funktionieren bei Frauen nur, dass man die Frauen ablenkt, verunsichert, und andere funktionieren nur bei Männern. Und irgendwann, wenn ich mich im Spiegel anschaue, graue Haare gekriegt, dann denke ich mir, dieses Wissen kannst du nicht mitnehmen ins Grab. Das musst du in dieser Welt hinterlassen, darüber schreiben, dass die Menschen merken, was in dieser Welt los ist. Ich wollte diese Arbeit nicht machen. Ich wollte es nicht. Ich wollte auch nicht darüber reden. Ich habe ein Buch geschrieben über Schwangerschaft. Und dafür habe ich 20 Jahre gebraucht, bis ich den Mut hatte, darüber überhaupt zu schreiben. Weil ich gedacht habe, die Leute denken, was denn, falsche Kinder, wie ist das denn möglich? Die meisten, ich behaupte 99% von Frauen, die Kinder kriegen, wollen keine Kinder. Und diese Idee, du hast eine Gebärmutter, also für was soll das denn sonst gut sein, außer Kinder zu kriegen, ist eine Lüge. Matrix heißt doch Gebärmutter auf Latein. Ach, wirklich? Also Matrix ist die Wurzel. Aus dem Lateinischen ist, ich glaube, Mater, aber es heißt die Mutter, Gebärmutter. Wahnsinn. Das wusste ich jetzt nicht. Da frage ich mich gerade auch, ich weiß auch nicht, warum es mir gerade in den Kopf schießt. Ich habe darüber nie wirklich nachgedacht. Aber da du jetzt mehrfach das Wort Weiblichkeit gesagt hast und dass wir eigentlich das gar nicht wissen, was Männlichkeit und Weiblichkeit ist, und Matrix Mutter heißt, finde ich schon, das muss eine Bedeutung haben. Also Matrix hat sich seit plus minus 2000 Jahren zum Ziel gesetzt, Frauen zu vernichten. Warum? Warum gerade Frauen? Weil sie das Tor sind in diese Welt? Weil sie Gott viel näher sind. Durch was? Weil sie Kinder kriegen können oder weil sie fähig sind zu lieben? Nein. Sie kriegen Kinder, um von Gott abgelenkt zu werden. Frauen sind Gott viel näher, auch aus dem Mund eines Mannes. Und das ist auch der Grund, warum alle Religionen Frauen ablehnen. Frauen dürfen nicht in Moschee, in Synagoge, in die Kirche, sie dürfen nicht Vertreter Gottes sein, sie müssen sich verhüllen, sie dürfen ihre Weiblichkeit nicht zeigen, sie sind immer böse, Hexen. Sie verführen die Männer, Hexenverbrennung. Zum Beispiel, es ist keine 600 Jahre her, dass Frauen von der Kirche verbrannt wurden, vergewaltigt und gefoltert worden sind, nur weil sie helfen konnten. Die sind zum Beispiel bei Neumond, bei Vollmond nachts rausgegangen, weil sie diese Information von Gott bekommen haben, dass bestimmte Kräuter miteinander gemixt oder Öle Menschen heilen können. Und irgendwann ist die Kirche dahinter gekommen, dass sie immer weniger Geld verdienen, weil immer weniger hingehen und Geld zahlen, um geheilt zu werden, was sie nicht geworden sind, sondern zu solchen Frauen gegangen sind. Und dann hat man gesagt, die müssen wir vernichten, weil wir immer weniger Geld verdienen. Und so geht man heute noch mit Frauen. Und ihr dürft nicht direkt mit Gott kommunizieren. Es braucht immer einen Mittelsmann, einen Priester, einen Prediger. Richtig. Ja. Richtig. Und wenn eine Frau heilen konnte, dann war sie natürlich teufelsweit. Man hat sie ertränkt, in den Fluss geworfen. Und wenn sie tot waren, waren sie gereinigt. Und wenn sie es geschafft haben, das zu überleben, dann steckte natürlich der Teufel dahinter. Dann haben sie verbrannt. Also es ist heute noch so. Frauen werden überall
wirklich mit allen Mitteln zerstört, wo es nur geht. Und deshalb liegt es mir besonders sehr am Herzen, das zu ändern. Frauen sind die letzte Hoffnung der Menschheit, meine Meinung. Und wenn sie es auch versauen, dann ist es vorbei. Also stärkst du im Mann sowie im Weiblichen das Weibliche? Nein. Ich verbinde Menschen mit ihrem göttlichen Ursprung. Und das ist weder männlich noch weiblich, es ist beides. Oh doch, es ist beides. Es ist also die Essenz von allem, was existiert, ist die Energie. Energie ist die Essenz von Existenz. Alles, was existiert, besteht aus Energie. Wenn Energie eine bestimmte Zielsetzung hat, dann wird sie zu einer Kraft. Liebeskraft, Lebenskraft, Willenskraft und so weiter. Und die ursprünglichen zwei Kräfte, die sich zueinander getan haben, um die Schöpfung zu erschaffen, waren ursprünglich positiv und negativ. Positiv im Sinne von männlich, negativ im Sinne von weiblich. Beide sind schöpferisch, aber sie können nicht ohne einander. Durch diese Zusammenarbeit und Wechselwirkung ist die Schöpfung entstanden. Mit anderen Worten, alle männlichen Wesen, also jeder Mensch hat 3 Energieanteile. Ein Mann, sofern er ein echter Mann ist, 2 männliche Anteile, ein weiblicher Anteil. Und bei Frauen ist genau umgekehrt, 2 weibliche Anteile, ein männlicher Anteil. Und wenn diese interne Kommunikation und Energieaustausch nicht funktioniert, dann funktioniert das auch extern nicht. Das bedeutet, 2 Anteile, männliche Anteile von mir, 2 weibliche Anteile von dir, ein männlicher Anteil von dir, ein weiblicher Anteil von mir. Die müssen miteinander kommunizieren. Aber warum 4 dann? Bitte? Warum dann 4? Also 2 männliche und 2 weibliche, wenn die dann kommunizieren? Weil jeder Mensch 3 Energieanteile hat. Und das ist meine männliche Ausrichtung und das ist eine weibliche Ausrichtung. Allein die Überlegung, wie definiert man das überhaupt? Gibt es überhaupt Geschlechter, wenn man sagt, es gibt weiblich, es gibt männlich, ist das so? Oder gibt es viele oder es gibt gar keins? Und noch nie gab es in dieser Welt, wie du eingangs gesagt hast, so viel Orientierungslosigkeit wie jetzt. Vor allem, weil es scheinbar so aussieht, als hätten wir unzählige Möglichkeiten. Wir haben so die Qual der Wahl und manchmal kommt mir auch so vor, dass bei diesem Überangebot von allem ist möglich, was Entscheidendes aus den Augen verlassen wird. Oder verloren wird. Dahinter ist ein System, ein satanisches System. Die Grundidee war schon immer, jetzt besonders, es irgendwie zu schaffen, dass der Mensch den Bezug zu sich selbst verliert. Also wenn ich mich selbst nicht definieren kann, was bin ich, wer bin ich, wie bin ich? Hat er keine Identität. Richtig. Und jemand, der keine Identität hat, den kannst du steuern wie nach Lust und Laune. Du kannst ihm sagen, da lang, die laufen alle da lang, weil sie nicht erkennen können, was ist richtig, was ist falsch, was tut mir gut und was nicht. Das ist die Idee. Und macht man ja mittlerweile auch mit Kindern, mit kleinen Kindern. Also das ist ungeheuerlich, was gerade vor allem in Deutschland los ist. Zum Beispiel? Ich traue mich fast gar nicht, das auszusprechen. Aus der Ferne bin ich auch imstande, in ein System zu schauen, was da los ist, was da gemacht wird. Dass man den Kindern jegliche Identitätsmöglichkeit nimmt. Jegliche Identitätsmöglichkeit. Du bist nicht weiblich, du bist nicht männlich, du bist kein Kind, du bist eigentlich gar nichts. Du kannst auch dich als Pferd bezeichnen oder als Ziege oder als Bonbon oder Kaugummi. Und das heißt, man versucht, Menschen anzutrainieren, dass sie alles machen, was man ihnen sagt. Jemand, der keine Identität hat, er macht alles, was du sagst. So ein bisschen Roboter, ja, das ist wie so ein Roboter oder eben so ferngesteuert wie eine Maschine ohne eigenen Willen, ohne eigene... Also Matrix ist nicht von Gott. Sklaven. Ja, Matrix ist nicht von Gott. Matrix ist eine künstliche Intelligenz. Nur, dass sie sich mittlerweile trauen, das auch wörtlich zum Ausdruck zu bringen, sagen, künstliche Intelligenz, das bedeutet, es ist nicht menschlich, es ist nicht natürlich, es ist nicht göttlich, es ist künstlich. Und die Frage ist, wozu brauchen wir eigentlich künstliche Intelligenz? Die Antwort ist, um die Menschen zu ersetzen. Es gibt mittlerweile Roboter, sie können schießen, sie können schwimmen,
Sie können fliegen, sie können klettern, sie können springen. Die werden auch irgendwann kämpfen für uns. Keiner mehr zum Militär gehen. Das können sie schon. Das können sie. Es wird eingesetzt mittlerweile bei Ukraine-Russland-Krieg. Die Roboter werden jetzt eingesetzt mittlerweile. Aber diese künstliche Intelligenz, die war sozusagen immer schon da. Nur jetzt wird es offensichtlich, weil es jetzt benannt wird. Jetzt wird es für jeden zugänglich. Was siehst du, was da passieren wird, wenn wir jetzt nicht innehalten und ein selbstbestimmtes Leben führen? Das erinnert mich irgendwie an den Film Herr der Ringe und auch Matrix. Es wird Krieg geben, aber nicht in dem Sinne Europa gegen Russland und so weiter, was man behauptet wird, sondern der eigentliche Krieg ist zwischen Gottes Kindern, also wir Menschen, und diesen satanischen Kräften, die wirklich alles zerstören wollen. Aber Sie beziehen ja, wie du sagtest vorhin, Energie von uns. Das heißt, wenn wir nicht mehr da wären, von was will man noch Energie ziehen? Wir sind ja lebendig. Wir sind ja Lebensform und wir erneuern vielleicht nicht unsere Feuerkräfte, aber wir sind ja, im Grunde werden wir ja bis zum Get-No dann ausgesaugt. Also Ihre Idee ist, wir kriegen von Gott Energie mit jedem Atemzug. Und über diese Energie verfügen wir nicht, sondern wir beliefern die satanischen Kräfte mit Energie. So dass, also es ist eigentlich jetzt schon so. Nur es wird viel schlimmer werden. Nochmal, das erinnert mich an den Film Matrix. Als Neo aufgewacht ist und gesehen hat, er war nur eine Batterie. Ich hätte noch eine Frage. Du hast die Karmalogie erfunden. Also du bist Karmaloge. Was bedeutet das? Ich kann mit Planeten kommunizieren von unserem Sonnensystem. Das kann jeder, nur das will keiner. Das heißt, die Leute haben gesagt, Astrologie ist so toll und andere haben gesagt, so ein Unfug, wie kann man an sowas glauben? Und ich habe die Menschen beobachtet, ich habe festgestellt, diejenigen, die begeistert waren, hatten genauso wenig Ahnung wie diejenigen, die es abgelehnt haben. Und ich wollte wissen, ist das jetzt wirklich wahr oder nicht? Habe mich damit beschäftigt. Irgendwann habe ich festgestellt, es befriedigt mich nicht. Und da, wo ich gestorben bin, unter anderem, konnte ich anfangen, mit Planeten in Kommunikation zu treten, bewusst. Das machen wir alles, nur ich kann es nutzen. Diese Informationen, die ich bekommen habe, habe ich zusammengefasst und im Laufe der Zeit ist Karmalogie, also meine eigene Astrologie, entstanden. Ich hatte überhaupt keine Lust, das weiterzugeben oder zu nutzen, aber mittlerweile glaube ich, das gehört auch dazu, dass ich dieses Wissen weitergebe. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht, mit meiner Partnerschaft funktioniert es nicht oder mit Sex funktioniert es nicht, es gibt so prominente Persönlichkeiten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Menschen sind schön, sind begehrt, sind reich, sind berühmt und sind trotzdem unglücklich. Und sie kommen zu mir und sagen, was ist los, was bedeutet das, was soll ich tun? Unter anderem, ich kann zum Beispiel Hände lesen, ich kann Gesicht lesen, ich kann das Horoskop mir erstellen mit meiner Karmalogie und im Gespräch mit demjenigen und ich kann das System lesen. Das heißt, und ich habe immer wieder festgestellt, eigentlich alle Probleme, die wir haben, werden zwar in der Gegenwart sichtbar und doch die Ursachen sind immer aus der Vergangenheit. Nur blöd ist manchmal, dass diese Ursache 1000 Jahre alt sein kann und nicht von eigenem Vater oder Mutter ist, sondern kann auch 100.000 Jahre alt sein. Und das Schöne ist, dass ich mit Karmalogie und mit meinen anderen Fähigkeiten das sehen kann und demjenigen helfen kann. Das heißt, denjenigen aufklären, aber auch die energetische Konfiguration so verändern, dass er zum Beispiel von Alkohol wegkommt. Also wenn zum Beispiel eine Ameise die energetische Konfiguration von einer Ameise hat, dann kann sie nicht auf einmal zu einer Maus werden. Das funktioniert nicht. So ungefähr ist es bei uns Menschen. Wenn jemand die interne energetische Konfiguration von einem Alkoholiker hat, dann kann er noch so viel tun, er kommt von Alkohol nicht weg. Aber mir gelingt es, diese Konfiguration zu korrigieren und dann er kann einfach Alkohol nicht mehr riechen. Er schmeckt es nicht und er hat auch kein Bedürfnis mehr danach. Also diese energetische Konfiguration stellst du nach dem Cleaning des Systems wieder her, eines Menschen? Wenn ich dich richtig verstanden habe, deswegen wiederhole ich es kurz. Und ich würde gerne verstehen, auf was zettelst du das dann auf? Also kann das sein, dass es dann einfach nur das ist, was die Seele wirklich will, dass du das herstellst? Also
Wenn es darum geht, dass ich jemandem helfe, entscheide ich nichts. Alles entscheidet der Mensch. Wie viel will er hören, wie viel will er ändern. Ich habe überhaupt keine Macht und ich bin auch nicht daran interessiert, irgendetwas so aus Gutdünken irgendwas zu machen. Zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich komme von Alkohol nicht weg, kannst du mir helfen? Ich sage ja. Ich sage dir, was du tun sollst, bevor du meine Dienste in Anspruch nimmst. Schreib dir einfach auf, wann du mit Alkohol angefangen hast. Warum hast du angefangen mit Zigaretten, mit welcher Sucht auch immer. Und schreib dir jetzt auch auf, warum, in welcher Situation du gerne Alkohol trinkst. Und dann schreib dir noch die Gründe auf, warum du ohne Alkohol leben willst. Weil die Gründe, die du weshalb du mit Alkohol aufhören willst, die müssen stärker sein als Alkohol. Wenn du diese 3 Fragen stellst und Antworten hast, dann komm zu mir, dann kann ich dir helfen. Ich brauche Sekunden, um all diese Programme zu lösen. Aber es bringt nichts, wenn derjenige halbherzig sagt, ja, wunschmäßig Vorstellung, alle, die Zigaretten rauchen, wollen davon wegkommen, aber sie rauchen weiter. Nein, in Wahrheit wollen sie ja gar nicht davon wegkommen. Genau. Wenn jemand die Entschlossenheit nicht hat, ein neues Leben zu starten, kann ich gar nichts machen. Dann kannst du auch machen, was du willst. Richtig. Ich hätte noch eine Frage, weil ich glaube, die ist ein schöner Abschluss für diese schöne Vorstellung deiner Person. Ich könnte jetzt so stundenlang eintauchen. Wir werden da sicherlich noch einige Themen, ja, wir beide erarbeiten. Aber Musik. Inwieweit hat Musik in deinem Leben einen Einfluss auf deine Ganzheit? Also erstens bin ich zum 4. Mal ein Komponist. Ich habe 3 Komponisteninkarnationen hinter mir. Das ist jetzt das 4. Mal. Und das waren sehr unglückliche, sehr harte Inkarnationen, sehr traurige. Aber ich habe daraus viel gelernt. Über die Menschen, über die Musik und so weiter. Und mit meiner Musik, mit meinen Kompositionen helfe ich, die Menschen daran zu erinnern, wenn wir daran, deutsche Sprache, erinnern, dass die Menschen daran erinnert werden, dass sie Gefühle haben. Dass die Menschen es lieben, ein guter Mensch zu sein. Dass die Menschen es lieben, geliebt zu werden, anderen etwas Schönes zu geben, für andere da zu sein. Mit meiner Musik erinnere ich die Menschen auf seelischer Ebene und auf emotional, gefühlsmäßiger Ebene daran. Das ist das, was ich mit meiner Musik mache. Da geht es um die Frequenz, die berührt, ohne Worte. Also es gibt natürlich auch Musik, aber du hast ja auch rein musikalische Stücke oder wie sagt man, rein instrumentale Stücke. Ja. Sie berühren dann sozusagen auf einer anderen Ebene und sind trotzdem heilend, oder? Oder Richtig. Anhebend. Richtig. In dem Sinne, alles, was ich mache, verbindet die Menschen. Und zwar mit sich selbst, nicht mit irgendwelchen aufgestiegenen Meistern und Religion und Sekten und was es so alles gibt, sondern der Mensch soll mit sich selbst in Berührung kommen. Eigene Gefühle, ich will ja die Menschen nicht auslösen, sondern aktivieren. Da gibt es nämlich einen gewaltigen Unterschied. Wenn ich im Menschen etwas verursache, dann bin ich dafür verantwortlich. Aber wenn etwas in ihnen existiert, nämlich das Göttliche, und ich aktiviere das, dann ist das einfach wunderbar. Das Göttliche verbindet, alles andere trennt. Was für ein schönes Schlusswort. Also mich hast du gerade aktiviert. Danke für dein Hiersein. Und ich glaube, unsere Zuschauer hast du heute auch abgeholt, berührt. Und ich wette, einige schauen jetzt auch mal auf deine Seite, said.eu und said.com. Es gibt beide Seiten, ne? Aber alles andere schreiben wir im Beschreibungstext unter diesem Video. Danke, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Und wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare und aufs nächste Mal. Und wir freuen uns natürlich auch auf den Welt im Wandel-Kongress und dass ihr mit dabei seid. Tschüss und bis bald. Die Welt ist im Wandel und wir mit ihr. Wir haben Visionen, Wünsche und Träume, die wir jetzt in die Tat umsetzen wollen. Und damit uns das gelingt, verabreden wir uns. Ihr Lieben, das ist eure Einladung für den Welt im Wandel-Kongress 2024. Und die, die schon mal mit dabei waren, wissen, dass da die Post abgeht.
Und damit ihr euch jetzt schon mal freuen könnt, werde ich euch verraten, wer mit dabei ist. Christina von Dreien, Dieter Bröers, Armin Risi, Pratzo, Thomas Young, Christiane Hansmann, Tim Taxis, Rade Maritz, Stefan Meyer, Christiana Schweitzer, Joe Meinberg, Vera Brandes, Dr. Milan Meder und Sabine Lieneck. Und so wie immer gibt es neben den Vorträgen und Interviews auf der großen Bühne Workshops, Seminare und Aussteller. Seid ihr bereit für eine neue Begegnung? Die Tickets gibt's jetzt. Und für die unter euch, die jetzt Feuer gefangen haben, auch zum Frühbucherrabatt. So, lasst uns rocken, lasst uns feiern und wiedersehen am 26. und 27. Oktober in der Kongresshalle Würzburg. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.